Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, es ist schon wirklich eine ganze Weile her, dass wir zuletzt hier waren, dass wir aufgenommen haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir sind hier durch die Katakomben gegangen, haben irgendwen verfolgt, ne? Warte, was für eine Mission haben wir denn? Unnatürliche Selektion. Betritt ihr Aloysius Dawsons Anwesen. Frage die Einwohner des West Ends nach Aloysius Dawson. Okay. Und da unten haben wir die 1000-jährige Jungfrau gefunden. Ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, der hat ja diese eine Dame eingesperrt, die wir dann befreit haben. Und das ist, glaube ich, alles, was ich noch weiß. Es ist echt schon... Oh, ich glaube, die letzte Folge kam vor über einer Woche raus, ne? Oder ziemlich genau einer Woche. Und dementsprechend, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen habe ich gar nicht mehr gespielt. Ich kam einfach zu nichts. Ich kam die letzten 2 Wochen zu gar nichts. Was haben wir hier? Quarantäne, yes. Quarantäne, ja, kennen wir alles. Oh, da hinten ist eine Mülltonne, an die kann ich mich auch noch erinnern. Ich muss mich wieder so ein bisschen einfinden in dem Ganzen, ne? Ich habe halt, wie gesagt, 2 Wochen keine Zeit zum Spielen gehabt, gar nichts, ne? Also ein bisschen Overwatch habe ich gespielt und das einmal in 2 Wochen. Das war's. Sonst ja nicht. Okay, warte mal, wo müssen wir hin? Wo ist denn das Y? Und was ist ist das sein Anwesen? Nee. Prices Geschäft. Warte mal. Steuerung. Da hinten oben irgendwo. Und wie ist es dir da draußen so ergangen, ne? Ich hoffe ganz gut, ne? Bei mir ist aktuell so stressig alles, ne? Wie gesagt, wenn ich mal Zeit hätte zum Spielen, dann... Oh, Unterschlupf freigeschaltet, nice. Dann habe ich einfach aktuell keine Energie, irgendwas zu machen. Ich bin da so in den Trott drin, ich brauche mal wieder ein paar Tage frei, ne? Ich brauche mal wieder ein paar Tage frei. Aktuell ist es super stressig und ich hasse das, wenn man einfach zu nichts kommt, ne? Es ist so, doof. Und null Energie. Oh, da haben wir hier was? Nee, ist nur eine Spiegelung. So. Wo ist jetzt das? Nee, die Ratte lassen wir mal. I can't believe we are still waiting here. I can't remember the moment when... It's locked, all right. Was ist das? Wir können es ja auch nicht belauschen, ne? Ist das Anwesen? Nee, es sieht nach einer Kirche aus, ne? Können wir mit ihm mal reden? Der Herr? Kommen Sie daher! I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Ja, Dr. Reed, ein Vorfahre von Dr. Elliot Reed und natürlich Riley Reed. Warte mal hier. Ja, komm. Was machst du denn da, Junge? Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Warte, was? Perseus und Eggman Baker warten auf irgendetwas oder irgendjemanden, damit sie die Stadt verlassen können. Aber sie wissen halt nicht, warum sie das eigentlich machen wollen. Sie wollen es einfach. Erzählen Sie mir ein bisschen was von der Nachbarschaft. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Ja, tue ich eigentlich schon. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are?
I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Ja, also man kann es auch so tiefgründig sehen, aber magst du die Stadt? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Also, was machen Sie eigentlich beruflich? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. Und als was haben Sie vor alledem gearbeitet? But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Okay, sehr melancholisch, der Kollege. Wieso wollen Sie dann London verlassen? Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Okay, aber du willst mir einfach nicht sagen, wieso, weshalb, warum, ne? Und auf wen warten Sie eigentlich genau? Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Ja, dann geh doch einfach raus, ne? Wenn du keinen Bock auf London hast, dann geh. Aber kennen Sie eventuell Aloysius Dawson? What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Mhm. Zum Leben sonst haben wir eh nichts mehr, ne? Goodbye, Mr. Baker. Das andere wird wohl sein Bruder gewesen sein, der jetzt... Achso, da werden eben die Unterschlupfe angezeigt. Mit dem Blut. Wo haben wir jetzt? Bin eigentlich mittendrin. Also hier muss es irgendwo sein. Theoretisch. Praktisch? Na, schauen wir mal. Sind das Schritte? Sind das denn Schritte? Sieht nicht so aus. Aha. Im Zweifelsfall untersuchen wir mal die Mülltonne. Vielleicht ist Aloysius ja da drin. Und eventuell finden wir ja das Krümelmonster. Wer weiß. Nicht sagen, dass der da unten wohnt. Hä? Da ist ein Mechanismus. Was? Hä? Was haben wir denn hier? Der Herr? Ich nehme dir mal den Zettel weg, ne? Das Verbrechen des verlorenen Wissens. Vampire sind gefährlich, tödlich, manchmal bösartig. Das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen, was sie sind und manchmal, wer sie sind, um so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, das von einem der unsrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf? Erinnern Sie sich, wie die vorsichtig gewählten Worte dieses Vampirs unsere Herzen stets erwärmten, wenn wir sie lasen? Dann sind sie besondere Fenster zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke erhaschen. Titus Flavius Josephus Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor wenigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Dies ist ein Verbrechen,
So herzzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch einen Vampir. Darum ist der Weg, den die Wachen von Breven eingeschlagen hat, so verwerflich, wie er wertlos ist. Wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, anstatt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstören sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzeln mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie blindlings Worte und Gedanken töten. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Usher Talltree. Primers von St. Paulus. Oder Primar. Oh? Kann man mit ihm auch reden? Jetzt habe ich ihm schon seinen Zettel geklaut. Jonathan Reed. At last we meet. Aber kennen wir uns? Cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Was spielst du denn Skat? Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Usher Talltree. Usher scheint zu wissen, dass kürzlich zahlreiche Londoner ermordet worden sind. Erzählen Sie mal ein bisschen was von Ihrem Leben in London, ne? Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. Ja, so siehst du aus. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Usher ist sich den wahren Umständen von Marys Tod bewusst. Die Karten haben Ihnen von Mary erzählt. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Sagen Sie mir mal meine Zukunft voraus. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Und was machen Sie hier? Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Manche halten Sie für einen Vampir? Was? Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Ich weiß noch, was einhalten werden. Wie lange sind Sie eigentlich schon der Primar? For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Könnten Sie mir die Karten legen? Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Ja. Die paar Schilling haben wir. Here is the money. The Sorceress, a heart-shaped trap built to entangle a loved one. Mirrors on every wall to see her own reflection constantly.
Mhm. Carol Price? Carol wird oft von ihrer ungeschickten Mutter verletzt. Okay. Ich dachte, der redet jetzt über die, schon wissen. Können Sie mir die Karten Can legen? you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Oh, der verrät uns immer wieder Geheimnisse. Ich zahle. Here is the money. The alchemist, a wise and cunning mind who lives by lying to all but himself. He sells false promises and is proud of it. Mason Swamp Bro. Ja, aber das wussten wir ja schon, ne? Das Wundermittel der Swamp Bros ist ein Betrug. Okay, der erzählt uns auch etwas, das wir, schon wissen. Und Mason war derjenige, der ursprünglich die Idee für Swamp Bros Wundermittel hatte. Okay, aber das wussten wir ja, glaube ich, schon beides, ne? Alles klar. Der verrät uns also immer wieder Geheimnisse, wenn wir 150 Dacken auf die Matte legen. Das ist gut zu wissen. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Fool and the Empress, again. What are the cards trying to tell It's us? locked. Geschlossen. Hätte es. Ich wollte es einfach probieren. Ich bin schon fast davon ausgegangen, aber hätte ja sein können. Und vor allem das Geheimnis, das da oben ist mit diesen. Das sind 4. Damit muss es nur irgendwas auf sich haben, ne? Vermutlich jetzt noch nicht, aber später einmal. Eloysius Anwesen haben wir noch immer nicht gefunden, ne? Jetzt laufen wir schon eine Viertelstunde rum. Und die Musik erinnert so teilweise ein bisschen an Stranger Things. Ja? Weißt du, was ich meine? Wir sind noch immer im Radius. Kann doch nicht sein, dass der da in der Kirche wohnt. Und viel mehr ist er aber nicht mehr. Allgemein. Mit dem haben wir noch nicht geredet, ne? Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Mhm. Erzählen Sie mir mal was über Ihr Leben in London. Und warum sind Sie denn eigentlich noch nicht fortgegangen? May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Mhm. Und was tun Sie hier? May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Mhm. Wow, also danke für 0 Informationen. Erzählen Sie mir ein bisschen von der Nachbarschaft. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Ja. I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Da hast du wohl recht. Erzählen Sie mir ein bisschen was von Ihrem Bruder. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Und Pringles Baker haben unterschiedliche Erklärungen für ihre derzeitige Lage.
Und Pringles Baker warten auf irgendetwas oder irgendjemanden, damit sie die Stadt verlassen können. Ja, den kannten wir ja schon. Da haben wir nichts Neues, ne? Pringles und ja, da bei beiden das gleiche, ne? So als wäre das eine Person. Auf wen warten sie eigentlich? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Wow. Wow. Und vor allem, was für eine Falle. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Was ist nur mit den zwei los? Die sind ja super weird. London zu verlassen wird eine Befreiung sein. Ich glaube. Sind Sie da sicher? Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Da muss ich dir zustimmen. Ja, auch wenn du ein komischer Kauz bist, du hast nicht bei allem Unrecht. Kennen Sie, kennen Sie Aloysius Dawson? Können Sie mir irgendetwas über ihn sagen? What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Oh, da redet ja keiner. Die reden und reden, sagen aber ja nichts, ne? Goodbye for now, Mr. Baker. Oh, da ist eine unbekannte Person. Ist das der Geschäftsinhaber da? Haben wir mit ihm noch nicht gequatscht? Ja, wer bist denn du? Ja, Hidden Killer around us, ne? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Ich arbeite für den Ascalon Club. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Das wollte ich dir auch gerade raten. Erzählen Sie mir was über Ihr Leben in London, Herr Scotland Yard. Warum ermitteln Sie denn überhaupt nachts? Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Kennen Sie Fergal Bancher? Ich möchte Geoffrey McCallum melden. Oh, Geoffrey, wer war denn Geoffrey? Geoffrey war doch der seine Mutter getötet hat, ne? Warte mal. Das ist unsere Mutter. Ah, ist halt, weil ich halt so lange nicht gespielt habe, ne? Baker, das sind die Baker Boys. Das ist der. Wo war denn der? Das ist Pembroke. Seymour Fishburne. Seymour war der rückfällige Mörder, aber den haben wir gesagt, wir töten ihn selbst, ne? Geoffrey McCallum, wer war Geoffrey McCallum? Geoffrey McCallum, wo bist du denn? Unbekannt. Oh, wer war Geoffrey McCallum? Hä? Schau schon, ja. Robert Thatcher,
Tippett, Hawkins, so. Milton Hooks. McCallum, den haben wir ja gar nicht hier, ne? Digby, Cox, Fishburne. Seymour war der Mörder. Nightingale. Archer Wood. Ja, ne? Delaney. Cavendish, Tom Watts. Farrell Bencher. Kennen wir keinen davon. Ich habe nichts Seltsames bemerkt. No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. Erzählen Sie mir etwas von der Nachbarschaft. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Welcher Mörder denn? What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Ja, Charles glaubt, ein mörderischer Wahnsinniger verberge sich hinter der Epidemie. Ja, nicht ganz hinter der Epidemie, würde ich mal sagen, ne? Und wie steht es mit der Epidemie? And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Na, das geht uns allen so. Aber jetzt, jetzt red mal Tacheles, ne? Was machst du denn wirklich hier? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Ich glaube, das ist eher eine persönliche Sache. Und Ausweis her, Bruder. Ausweis, wenn du von Scotland Yard bist, ne? Solltest du mir deinen Ausweis zeigen, weil normalerweise Detektive arbeiten selten alleine. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Erzählen Sie mal was über die Lage im East End. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Traurig, traurig. Aber ist plausibel. Erzählen Sie mir ein bisschen von diesem mordenden Irren. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Bestimmt irgendwie Antichristen, ne? Satanisten, mir wollte das Wort Satanist nicht einfallen. Über die What are you Nachforschungen? investigating exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Teasdale, sag mir was. Erzählen Sie mal was über Luise. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Okay. Und erzählen Sie mir ein bisschen was von Mr. Kimura. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Aber da hast du Zeit, ne? Weil es ein Mann ist, hast du Zeit, ihn zu suchen, ne? Die andere wird gleich komplett abgeschrieben, ne? Wir haben nicht genug Leute, weil es ist eine Frau, die wollen wir nicht suchen. Eieiei. Aber kennen Sie eventuell Aloysius Dawson? Do you know anything in particular about a man called Aloysius?
Aloysius Dawson. Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Ach stimmt, das war... ich weiß schon wieder. Das war ja dieser reiche Arschkollege vom Escalon Club, der alle nicht wohlhabenden Menschen ausrotten lassen will und nur die Reichen sollen überleben. Wo wir dann gesagt haben, ich hab's nicht vergessen, es war nur ein bisschen im hinteren Teil des Kopfes, ne? Da haben wir gesagt, wir tun so, als würden wir ihn zum Vampir machen wollen, aber bringen ihn stattdessen um. Und sagen dem Escalon Club, oh, bei der Verwarnung ist er leider gestorben. Goodbye, Ich weiß schon wieder. Detective Inspector Albright. Ich weiß es schon wieder, ich kenne mich schon wieder aus. I'm sure we'll talk again soon. Oh ja, das glaube ich auch. Ich weiß schon wieder, ne? Ich hoffe nur, ich glaube, das Bedenken hatte ich auch bei den letzten Folgen, wo wir das halt so beschlossen haben, dass eventuell dieser Babbo vom Escalon Club, ne, oder dieser Oberbabbo, dahinter kommen könnte. Oder das Ganze irgendwie beobachtet und wir dann halt schlecht dastehen, weil wir ihn halt insgeheim umgebracht haben, weil das halt ein richtiger Arsch ist. Der Escalon Club will ihn halt retten, weil er super einflussreich ist, aber wir wissen, er führt echt schlimme Dinge im Schilde und deswegen wollen wir ihn aus der Welt schaffen. Leider Gottes wird er die Verwandlung zum Vampir nicht überleben. Es ist ja auch ein sehr, 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 sehr riskanter Prozess. Da kann schon mal passieren, dass da einer das Zeitliche segnet. Aber das Ganze, ne, also den Eingang zu, vielleicht da oben, ne, das ist, irgendwo wird der Eingang zu dieser Villa schon sein. Den suchen wir dann in der nächsten Folge von Vampyr. Ja, die nächsten Folgen sollten wieder ein bisschen weniger Pausen. Ich halte mich ran, ne? Ich werde jetzt wieder viel aufnehmen. Jetzt ist Wochenende, ne? Und ich habe vor, 2 Folgen aufzunehmen, ne? Dass wir da, hoffentlich keine Lücke mehr in der Zukunft haben. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Tschüss!